Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode gucken wir uns mal die Mela Vario Systems Schutzweste Spezialkräfte an, welche ab 2001 genutzt wurde. Ja, wie gerade schon erwähnt, 2001 ist auch das Produktionsjahr und ab dem Jahr sehen wir dieses Schutzwestenmodell im Einsatz, gerade am Anfang beim Kommando Spezialkräfte. Das Kommando Spezialkräfte hatte diese Weste im Einsatz in 3 verschiedenen Ausführungen. Einmal wie hier gesehen, dem 5-Farben-Tarndruck, einmal noch im 3-Farb-Wüstentarndruck der Bundeswehr und dann auch noch mal in Schwarz. Schwarz, das ist die Weste damals zu dem Black Kit, was ich schon öfter mal in einem Video erwähnt habe. Das sind alles 3 die gleichen Modelle, nur halt eben, dass die Hüllen verschiedene Farben haben. Das KSK hat diese Weste ungefähr so bis 2007, 2008 genutzt. Also da sieht man noch mal, ich sag mal gerade bei Kommandosoldaten an sich. Im Verband bleibt die Weste deutlich länger zu sehen, da gerade noch viel bei Unterstützungspersonal und aber auch mal bei Rollenspielern etc., dass die Weste gerade im Einsatz mit FX-Munition noch getragen wird. Wir sehen die Weste gerade am Anfang 2001, da scheint es noch nicht die Wüstenoption gegeben zu haben direkt, noch im Einsatz im 5-Farben-Tarndruck in den frühen Jahren in Afghanistan. Gerade so auf den Bildern von 2003 ist diese Weste dann sehr weit vertreten, aber auch schon davor. Im späteren Verlauf wird diese Weste dann natürlich durch modernere Systeme ersetzt. Da haben wir dann verschiedene Molle-Systeme, PAL-Systeme, die eingeführt werden. Und dann aber eben, um auch nochmal den zu nennen, den Lindenhof-Taktik, Plattenträger der 3. Generation, der dann quasi der neue Standard-Plattenträger, Standard-Schutzweste beim Kommando Spezialkräfte war. Wobei diese Westen auch immer noch weiter im Bestand der Kommandosoldaten waren, nur eben halt nicht mehr wirklich so häufig genutzt wurden. Bei wen waren diese Westen noch im Einsatz, um mal ein paar zu nennen, vor allem noch eben die Kampfschimmer. Da sieht man die ein bisschen auf nur ein paar wenigen Fotos. Hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Auftrag zusammen, den die Kampfschimmer haben. Und dann noch bei den Fernsperren. Hier haben wir das gleiche Problem. Auch hier sind die Bilder eher rar, aber ich weiß auch, dass die dort genutzt wurde. Wo sie denn aber extrem häufig und quasi hauptsächlich noch genutzt wurde, ist bei den Fallschirmjägern. Hier gibt es wohl auch schon die ersten Bilder ab 2003, gerade mit den Einsätzen in Afghanistan. Und aber auch dann immer später werden immer mehr Westen bei den Fallschirmjägern ausgegeben. Das hat auch wahrscheinlich damit was zu tun, dass im Kommando Spezialkräfte umgerüstet wurde und dann eben die alten Westen in die anderen Verbände gingen. Eben hier, wie es meistens so ist, dass die Fallschirmjäger damit ausgerüstet wurden. Dort waren dann die Westen auch ziemlich lange im Einsatz. Es gab auch im Bereich 2012 nochmal eine neue Produktion dieser Westen, wo dann auch die 3-Farb-Tarndruckwesten mehr präsent waren und ausgegeben wurden. Aber danach wurden sie dann halt irgendwann abgelöst durch die MOBAS-Systeme bei den Fallschirmjägern und sind dementsprechend wahrscheinlich heute eher nicht mehr zu finden. Mit der Zeit haben sich Teile dieser Westen, aber dann auch gerade in den ISAF-Einsätzen, in anderen Truppengattungen wiedergefunden. Aber das ist mal so jetzt am Rande erwähnt natürlich. Ich wollte nur mal sagen, primär halt natürlich dann eher so frühe Phase KSK, später dann noch primär die Fallschirmjäger. Dann haben wir die schwarze Version nochmal, dass sie getragen wird, gerade bei Politikern oder eben deren Personenschützern. Und da sehen wir dann unter anderem Frau Merkel mit der Schutzweste oder eben auch die Frau von Herrn zu Gutenberg. Referenzen gibt es natürlich rein theoretisch wie Sand am Meer. Hier möchte ich euch nochmal ein paar Bilder vom Kommando Spezialkräfte zeigen. Gerade die unterschiedlichen Farben. Zuallererst natürlich dann nochmal das schwarze Modell mit dem Black Kit. Dann auch noch die Wüstentarndruck-Version. Gibt es nur ein ganz paar Bilder hier noch aus einem Einsatz, an einem Einsatzort in Afghanistan in Bagram. Und dann natürlich noch ein paar Klassiker in 5-Farb-Tarndruck, vor allem dann noch mit der Black Hawk Weste, die extra für das KSK angefertigt wurde. Wer sich das Video mal angucken möchte, Link haue ich noch mal rein. Dann haben wir natürlich die Fallschirmjäger im Einsatz. Hier jetzt auch noch mal Bilder aus meiner Zeit in Afghanistan 2010. Ich habe diese Weste damals tatsächlich, ich glaube im Jahre 2008 empfangen, als ich neu in dem Zug war. Damals war das noch Zugbestand und das waren tatsächlich alles Westen von 2001. Also rein theoretisch hatten die Nutzungsdauer auch schon hinter sich, aber das ist auch die Weste, mit der man dann später noch in Einsatz gegangen ist. Ich sag mal, 7 Monate Afghanistan und der fast tägliche Gebrauch haben der Weste dann auch ziemlich zugesetzt, muss ich sagen. Es gab später Probleme mit dem Klett, dass es nicht mehr gehalten ist, was natürlich klar ist, durch den Staub, aber auch, dass sich Nähte geöffnet haben.
Und ganz am Ende war dann auch noch das Fach für die Platten offen und die Weichballistik ist unten drunten rausgerutscht. Habe ich nochmal ein Bild für euch, wo man das sehr gut sieht. Und die Weste dann nur noch gehalten wird durch den inneren Kummerbund, den ich euch nachher nochmal im Detail zeige. Da war die Weste dann ziemlich hin. Diesem Herunterrutschen der Weichballistik hat man nochmal entgegengewirkt, und zwar bei der Produktion von 2012. Und zwar hat man dann hier oben am Schulterbereich nochmal die Weichballistik versehen mit Klett und konnte sie dann hier oben noch im Bereich nochmal sichern, damit das nicht mehr passiert ist, weil das war ein häufiges Problem mit der Weste. Ansonsten, aufgrund des Materials, dieses Flecktarnmaterial ist flammenhemmend, flammenfest, auf jeden Fall mit Nomex-Material. Das ist zum Teil recht anfällig, wenn man immer die gleichen Kanten und sowas drin hat, dass es mal reißt oder eben auch die Nähte das Material nicht mehr so gut halten, weshalb sie dann so ein bisschen aufgerissen ist. Aber war natürlich Vorgabe der Spezialkräfte, dass das Ganze feuer- und flammenhemmend sein musste. Auch wie die damaligen Overalls und sowas, wenn man im urbanen Gelände unterwegs ist. Die Feuergefahr ist nun mal da. Deswegen wurden die aus diesem Material hergestellt. Hier oben das Obermaterial ist so aus so einem Wildleder, genau wie hier. Was wir hier nochmal als Besonderheit haben, ist, dass hier nochmal Schlaufen aufgenäht wurden. Hier sehen wir mit Masse eher, dass so PTTs etc. Getragen werden in dem Bereich. Im unteren Bereich sieht man das nochmal, dass gerade beim Kommando Spezialkräfte hier nochmal die Pistolenmagazintaschen oder sowas getragen wurden. Haben wir natürlich dann die Möglichkeit, wie bei dieser Tasche das zum Beispiel ist, dass es einfach mit Klett hinten geschlossen wird, weil es auch am Belt getragen werden kann. Aber das ist auch so eine Eagle Industries Pistolenmagazintasche, wie sie beim KSK im Einsatz war. Und aber auch, dass ich die Möglichkeit habe, normale Alice-Taschen hier anzubringen mit den Alice-Clips. Hier oben haben wir so einen kleinen Kabelkanal. Auch hier nochmal auf einem Bild zu sehen, dass da die Kabel durchgeführt wurden. Die ist an beiden Seiten komplett vernäht. Das ist halt eine super frickelige Arbeit, hier was durchzubekommen. Aber ist durchaus möglich, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt. Hier nochmal im vorderen Bereich natürlich hier der Bundeswehr. Diese Bundeswehrschließe, genau wie unten dran, das dient lediglich dazu, den Unterleibschutz zu sichern. So kann ich dann das Ganze lagern oder aber eben auch transportieren, weil wenn hier noch die Platte drin ist, dann ist es natürlich ganz schön viel Gewicht, was hier getragen werden muss. Und wenn ich sitze oder so, wenn es unbequem werden könnte, mache ich das Ding so lange oben fest und kann bei Bedarf das Ganze dann eben abklappen. Hier an dieser Weste sind jetzt alle Komponenten angebracht, das Vorderteil, Rückenteil, den Halsschutz und auch der Unterleibsschutz. Wir haben hier die SK4-Variante dann rein theoretisch, wenn hier Platten drin wären. Also haben wir einmal die Schutzplatten, dahinter eine Weichballistik und bei den alten Versionen früher noch der Schockabsorber. Der ist irgendwann, meine ich, bei den späteren Versionen mit weggekommen und das ist dann in einem Paket zusammengefasst worden. Was einige immer mal behaupten, einen Stichschutz habe ich dafür nie gesehen. Viele haben immer diesen Schockabsorber für Stichschutz gehalten, aber das ist tatsächlich einfach nur ein weicheres Material, was so ein bisschen diesen Aufprall, den Schock des Geschosses aufnehmen soll. Wenn wir möchten, können wir auch den Halsschutz entfernen. Der wird nur eingeklettet und das gleiche haben wir hier auch nochmal mit dem Unterleibschutz. Zum einen mit Klett gesichert und aber eben auch noch mit einem Reißverschluss. Und so kann ich das Ganze dann entfernen. Hier im hinteren Bereich haben wir das gleiche nochmal. Auch hier haben wir wieder Schlaufen aufgebracht. Das sehen wir beim Kommando Spezialkräfte, gerade bei der schwarzen Version, einmal ein Bild, wie hier oben noch die Ladungstasche angebracht wird. Die wird einfach hier hintergeschoben und im Inneren wahrscheinlich nochmal geklettet oder einfach nur übergeschoben. Das ist eine Produktion direkt beim KSK gewesen. Aber es gibt eben auch die andere Möglichkeit, auch hier wieder Taschen anzubringen. Anderes Foto ist dann noch, wo hier eine Berghaus-Seitentasche angebracht wurde bei einem Kommandosoldaten. Aber man kann natürlich auch noch andere Taschen, wie man möchte, irgendwie hier anbringen. Eine andere Option ist dann auch noch, dass wir sehen, dass da die Dreifach-Flashbang-Tasche angebracht wurde. Die ist von Eagle Industries, die damals ausgegeben wurde. Das ist eigentlich eine Tasche fürs Bein. Aber da wurde eben alles von diesem Beinsystem quasi entfernt und das Ganze wahrscheinlich auch über die normalen Velcro-Straps angebracht. Hier drüben haben wir noch die Tasche für das SEM52 oder ein anderes Funkgerät. Hier habe ich jetzt einen 3D-Druck-Nachbau einfach nur drin. Und dann können hier oben nämlich dann die Kabel durchgeführt werden und nach vorne gelegt werden. Das Ganze hier auch einfach mit Klett und diesem elastischen Strap befestigt.
So, jetzt möchte ich euch nochmal eine Kleinigkeit zeigen, die ich, als ich das Video eigentlich das Hauptvideo schon fertig gehabt habe, doch noch wiedergefunden habe. Und zwar eine kleine Modifikation, die wir gemacht haben. Es war natürlich schwer, hier auf dieser Weste irgendwas anzubringen. Es gibt auch ganz seltene Fälle, wo Leute sich tatsächlich auf diese Hülle haben Palsschlaufen aufnähen lassen und das Ganze dann eher wie so ein normalen Plattenträger-Schutzweste mit fest montierten Taschen oder mit Pals angebrachten Taschen zu nutzen. Was haben wir damals gemacht? Und bei uns war sehr populär natürlich die ganze Chestrick-Reihe von Lindenhof Taktik. Hier die Two-Piece-Version. Kann ich euch hier nämlich gleich einmal was zeigen, was wir damals gemacht haben. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich erst auch noch, wie ich das in dem Video über das Chestrick schon erzählt habe, die One-Piece-Version gehabt. Die kann ich euch hier mal von Tactical Tailor zeigen, was ja quasi nur eine Kopie ist. Das ist die One-Piece-Version, hier komplett durchgehend, in der Mitte nicht zu öffnen, aber auch mit dieser Brustplatte, mit der BIB. Die gab es ja auch für die Lindenhof-Version und das Setup hatte ich vorher genauso. Weil man nicht immer Lust hatte, das System war damals bei Lindenhof nämlich auch noch so, mit diesem Rückensystem und man konnte das noch nicht gut abnehmen etc. Und das Anziehen so beschränkt war manchmal, gerade mit Schutzweste allem drum und dran, war es nämlich so, dass wenn man auf dem Fahrzeug aufgesessen war, wir das Ganze einfach über einem Frontclip abgemacht haben. Dann konnte man es einfach nur wieder einklippen und hinten wieder an der Schutzweste auf einer Seite halt einmal wieder den Rückengurt wieder schließen. Und dazu war es dann nämlich so, dass man hier bei dem Lindenhof ja einfach das Tragegestell oder die Tragegurte abnehmen konnte. Hier haben wir jetzt nur noch den Rückengurt, der dann daran läuft. Und dann haben wir uns von unseren Muttis, also Mama Gear Reference hat dann damals ein paar genäht und auch von anderen, hier so Riemen, die oben Klett haben. Hier sind noch 2 Sätze, die noch fertig sind, die wir am Ende dann nicht gebraucht hatten. Und hier sind noch meine, die ich damals kurzzeitig genutzt habe. Es gibt davon eigentlich auch noch ein Foto, was ich damals mit einem alten Handy oder einer Digicam gemacht habe, wo ich das Ganze mal in Verbindung trage. Habe ich dann, wie gesagt, später halt nicht mehr gemacht, weil ich dann das Split Front hatte, was ich für eine Weste überwerfen konnte in meiner Rolle. Das Ganze lief dann so ab. Wir haben einfach die Weste geöffnet, das dazwischen geklettet. Und dann das Chestrick mit der Weste verbunden und dann, wie gesagt, einfach nur den Rückengurt hinten geschlossen, denn hier hat man dann ein bisschen Spiel gehabt, vielleicht am Rücken, weil das ein bisschen gewackelt hat, aber das ging eigentlich. Ja, hier das ist jetzt auch ein bisschen hoch, das ist natürlich noch eingestellt für die Version mit der Brustplatte und dann konnte man natürlich bei Bedarf eben auf einer Seite öffnen, abklippen und zur Seite. Gerade weil man ja viel auch aufgesessen auf einem Dingo, Fuchs etc. unterwegs war, war es dann auch für die Kraftfahrer immer ganz angenehm. Und da habe ich auch sogar noch ein paar Referenzbilder für euch, auch aus meinem Einsatz von meinen Kameraden, die das genauso genutzt haben. Im Video ist auch noch ein Bild, wo jemand, also nicht aus meinem Einsatz, hier vorne die Fastex-Verschlüsse oder die Plastikverschlüsse für das TT MK2 angebracht hat. Also auch das hat jemand gemacht. Wir haben das Ganze so gelöst. Woher kam diese Idee? Und zwar, da habe ich damals schon so ein bisschen Ausrüstung geguckt und da gab es irgendwann mal Bilder von den Navy Seals im Irak im Einsatz und zwar vom Welty Hagar Chestrick. Und zwar haben die auch da schon ein System gehabt, dass man an die Schutzweste den Plate Carrier quasi direkt mit anklippen konnte. Und das war eigentlich, wo man sagt, okay, wir haben nicht die Möglichkeit vom PAL zum Molle und es gibt auch keine gute Alternative. Die Z-Weste haben wir auch so mal getestet, war aber auch einfach vom Sitz her nicht so optimal, weshalb wir uns dann dafür entschieden haben, weil uns die Weste tatsächlich auch vom Schnitt her einfach ein bisschen besser gefallen hat und wir so auch mal eben schnell das Chestrick vorne anklippen konnten und auch sofort wieder entfernen bei Bedarf. Das Ganze ging halt super schnell, hat das Anziehen ein bisschen erleichtert und man hat keine nervigen Gurte gehabt, die irgendwie am Hals vorbeiliefen. Ne? Ja. Dann schauen wir uns die Weste einmal im Detail an. Zwar, ja, wie vorhin schon erwähnt, der Unterleibsschutz. Wenn ich das Ganze nicht brauche und hängen lasse, damit hier nichts rumbaumelt, kann ich das Ganze hier unten nochmal sichern. Hier hinten haben wir das Fach für die Weichballistik. Und dann haben wir hier vorne das Fach für die Hartballistik.
Also falls die Kamera ein bisschen wackelt, tut mir leid, hier ist gerade sehr windig. Aber sonst schaffe ich nachher nicht, das Video abzudrehen. Deswegen machen wir es auch bei dem Wetter. Das Ganze kann dann hier wieder festgeklettet werden. Und dann haben wir oben drüber eben diese 4 Schlaufen, um nochmal Taschen anzubringen. Hier jetzt, so wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, die Eagle Industries Version auch für den Gürtel, wird dann einfach durchgemacht und so eingeschlauft. Die andere Option, auch schon erwähnt, jetzt habe ich hier einfach mal so eine Funkgerätetasche genommen von Harris. Können wir einfach die Alice Keeper nehmen, einmal hinterführen, festklippen und dann können wir es hier anbringen. Ist natürlich nicht so super fest, kann auch ein bisschen rutschen, aber ist durchaus nochmal eine Option. Ansonsten muss man da wieder sich ein bisschen behelfen. Ja, hier oben, wie gesagt, das Gegenstück vom Unterleibschutz, dann hier oben das Plattenfach, auch hier wieder Schlaufen oben. Auch einfach glatt, hier habe ich jetzt so eine Fake-Platte drin, kann von oben eingeschoben werden und das war's. Dann haben wir hier oben ja, nochmal so 2 Schlaufen auf beiden Seiten, um das Ganze zu öffnen. Wie schon erwähnt, hier die alte Ausführung. Hier ist alles geschlossen. Bei der neueren Produktion, die 2012 war zum Beispiel, die hat dann hier oben eine Öffnung und hier ist dann nochmal die Weichballistik fest. Hier merke ich auch, hier ist gar keine Weichballistik mehr, die fängt erst hier an. Die ist auch hier schon runtergerutscht. Aber gut, ist halt ein ausgesondertes Modell, da ist das nicht so wild. Ne? Hier oben halt Klett als Gegenstück, hier drüben einmal genau identisch. Hier unten öffnen wir die Weste auf beiden Seiten. Und dann haben wir hier im Inneren den inneren Kummerbund. Das ist der, der bei mir noch die Weste am Ende gehalten hat. Und dann eben hier das Label. Hier oben drüber war noch so ein DuPont Nomex Schild, genauso wie hier. Hier noch genannt einfach nur Schutzweste komplett auf dem Label. Hier haben wir nochmal das Datum 2001, 07 2001, Mela Vario Systems. Und genau, hier haben wir einmal das Fach für die Weichballistik und hier im vorderen Bereich eben hier. Und die wird dann einfach nur hier eingesetzt und so eben wieder geschlossen. Hier oben haben wir dann den Halsschutz. Den kann ich ganz einfach über das Klett entfernen. Und dann habe ich eben hier diese eine Komponente, wird vorne dann wieder ebenfalls mit Klett gehalten. Und hier hinten kann ich dann über den Reißverschluss die Weichballistik entfernen. Also ich habe die Weste auch eigentlich immer eher so getragen. Den Halsschutz haben einige genutzt, weil der Trageriemen dann am Hals gestört hat. Bei mir saß das immer ganz gut und ich habe auch nicht meistens so normalen Trageriemen genutzt. Da hat das auch so ganz gut funktioniert. Ja, hier nochmal erwähnt, der Kabelkanal. Gucken wir uns gleich nochmal von hinten an. Ja, hier nochmal, wo der Kabelkanal quasi durchführt, schön doppelt vernäht. Hier wieder die Öffnung für das Plattenfach. Hier nochmal die Anbringmöglichkeiten für Zubehör und eben dann hier nochmal die Tasche für das SEM52 oder eben ein anderes Funkgerät. Genau. Und das war es auch eigentlich schon. Ist natürlich nur eine Schutzweste, gerade hier so ein Modell, da ist nicht viel dran. Und das soll es auch erstmal hierzu gewesen sein. Hattet ihr die Weste auch selber im Einsatz? Wurde sie euch ausgegeben? Habt ihr Erfahrung damit? Schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt auch einfach nur, wie ihr die Weste findet. Hier wieder ein Stück Geschichte der Bundeswehr. Dann bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.